Ja, hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Neues Jahr, neues Glück. Es geht los mit der Händlertagungssaison. Das heißt, wir kriegen jetzt die Präsentation aller neuen Modelle fürs neue Modelljahr. Und heute fangen wir an mit Westfalia. Unser allererster Stop ist nämlich die Westfalia Händlertagung. Da sind wir gerade auf dem Weg in die Nähe von Gotha zur wunderschönen, hoffentlich wunderschönen Burg Ohrdruf. Mal gucken, wie es richtig ausgesprochen wird. Das erzähle ich euch dann im Laufe des Videos noch. Und ich bin gespannt, was uns da vorgeführt wird. Wir haben so ein bisschen was vorher gehört. Ich glaube, es sind tatsächlich auch spannende Sachen mit dabei. Wir sind aber vor allem auch für euch natürlich unterwegs, um mal ausführliche Videos von den neuen Modellen zu machen, die auf der CMT schon präsentiert worden sind. Das heißt, ich will auf jeden Fall ganz ausführlich den Club Joker Urban, also den kleinen City-Flitzer, den Westfalia neu präsentiert hat, für euch filmen. Wir möchten auf jeden Fall den New Kelsey uns mal ganz im Detail anschauen. Und dann, glaube ich, erwartet uns da noch ein richtiger Knaller. Und was das sein wird, ich will noch nicht zu viel verraten, das erfahrt ihr im gesamten Video. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was es so Neues geben wird im Modelljahr 2025, weil sich bei allen Herstellern, glaube ich, super viel ändert, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall hier unter dem Video unseren Kanal abonnieren. Wir halten euch da immer schön auf dem Laufenden. Und wenn es was Neues gibt, seid ihr bei uns auf dem richtigen Kanal unterwegs. Erstmal wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, uns auf der Reise zu begleiten. Wir haben 27 Grad, sind schon 215 Kilometer von zu Hause weg, also sind schon eine ganze Weile unterwegs, haben aber auch noch 184 und jetzt gleich fängt es an nervig zu werden, weil das geht in so einem Zickzack quer durch die Gegend. Also, lasst uns gemeinsam reisen. Viel Spaß, wir sehen uns gleich wieder. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Gesunde Ernährung unterwegs, guten Appetit. Aber wenigstens ins Ziel bestellt. Go. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Ja, so, wir sind angekommen. 5 Stunden später. 5. Ich muss zeigen, 5. Man merkt, lange Autofahrten sind nicht unsere Stärke oder sind schon unsere Stärke, machen aber ein bisschen Balla im Kopf. Das ist die Burg Ohrdruf. Wunderschön, da unten. Ich weiß nicht, ob dauerhaft, kann man im Park schlafen. Einige Kollegen sind mit dem Wohnmobil hier, wir sind ja leider zu zweit. Und auch wenn Vladi und ich uns gerne mögen, schlafen wir dann doch in getrennten Zimmern. Ich finde es auf jeden Fall immer wieder spektakulär, an was für Orte wir mit den Händlertagen kommen. Warum habe ich hier mein Handy in der Hand? Weil ich gedacht habe, Nein, wir bilden uns alle ein bisschen weiter. Ora et Labora, was da oben steht. Habe ich gedacht, Labora, kenne ich mich mit aus, ist Arbeit, das kann ich gut. Ora, wusste ich nicht, was es heißt, wundert mich auch nicht, weil es heißt, bete und arbeite. Beten ist nicht so meine Stärke, arbeiten kann ich relativ gut. Dieser Satz beschreibt die Essenz der Ordensregel des heiligen Benedikt von Nursia, kommt in dieser Form aber in der Regula Benedicti selber nicht vor. Wer also demnächst bei Wer wird Millionär bei der 1 Million Euro Frage auf dem Hocker sitzt und fragt, woher kommt der Spruch Ora et Labora? Und die eine Antwort ist, die kommt von Benedikt von Nursia. Ich hätte dann gerne meinen Anteil. Aber heute geht es um Westfalia. Die Fahnen sind schon da. Ich wollte euch einfach mal so unseren ersten Eindruck geben. Wir sind so eine richtig lange, schöne Auffahrt drauf gefahren. Das ist eine richtig schöne Sache. Und jetzt haben wir so diesen tollen Bogen mit drin. Und es ist oft in historischen Dingen, wo ja die modernen Autos immer noch mal ein bisschen besser stattfinden. Ist übrigens krass, wie sich die Akustik verändert, wenn man durch das Tor durchgeht, weil der Wind plötzlich weg ist. Es ist ein altehrwürdiges Gebäude. Ich hoffe, dass wir morgen noch ein bisschen was darüber erfahren, in dem moderne Autos drin stehen. Wir haben so ein paar Sachen, durch die wir jetzt hier einfach mal schnell durchlaufen. Und noch sind die Autos nicht auf. Wir sind nämlich, damit wir euch ein paar Autos präsentieren können, ein bisschen früher gefahren. Am Tag vor der Händlertagung hier schon für euch. Das, was ihr hier seht, sind die klassischen Columbus-Modelle. Ehrlicherweise haben wir euch die letztes Jahr gezeigt. Es gibt fürs Modelljahr 25 ein paar Neuigkeiten. Damit hole ich euch aber dann quasi in diesem Video, aber etwas später ab, wenn wir das morgen gehabt haben.
grob gesagt, beim Columbus ändert sich nicht wirklich was. Das, was halt komplett neu kommt, ist das Basisfahrzeug. Das haben wir euch aber schon ein paar Mal erzählt. Die aktuellen Updates dazu bekommen wir morgen. Der Möbelbau ist genau das, was wir euch auf der letzten Händlertagung gezeigt haben. Für uns sind es eigentlich 3 Autos, die hier sind, plus morgen wahrscheinlich noch ein 4. Und ob wir euch das in diesem Video schon zeigen dürfen, werden wir noch erfahren. Der James Cook, so wie er da steht mit dem Slide-Out, geht im Prinzip unverändert in die neue Saison. Was komplett neu ist, da haben wir auch ein ganzes Video für euch gemacht, ist der Jules Verne. Ihr seht schon an der neuen Front, das ist schon auf dem neuen Vito Tourer. Also das wird ein super spannendes Video für jemanden, der sich mit dem Mercedes auseinandersetzt. Dann haben wir den Club Joker Urban, auch das erste Mal bei uns auf dem Kanal jetzt hier für euch ganz und ausführlich gefilmt. Da gibt es auch ein komplettes Video zu. Das ist auch ja ein Auto, was jetzt komplett neu für uns mitkommt. Den Meridian Limited One, das ist ein Auto, was ihr schon kennt, mit dem Aufstelldach vom letzten Video. Da verlinken wir euch einfach nochmal das Video vom letzten Jahr. Da werden wir jetzt kein neues Video zu machen. Der Wagen hat im Prinzip einfach nur neue Felgen bekommen und ist vielleicht auch ein neues Auto, ist aber von innen technisch das gleiche. Der New Kelsey ist was, wo wir vorhin schon richtig ins Detail eingetaucht sind. Da kommt in Kürze ein komplettes, ausführliches Video. Und da kann ich euch einfach nur sagen, das Auto hat einen Riesensprung gemacht zwischen dem letzten und diesem Modelljahr. Wo drin das ist, das erklären wir euch dann komplett in dem Video. Aber das ist auf jeden Fall was, glaube ich, sehr, sehr spannend wird im Modelljahr 25. Dann haben wir Dauerbrenner, die wir schon kennen, und zwar den Kepler 6 und den Kepler One. 2 Autos, die komplett unverändert in die neue Saison gehen, am Möbelbau ein bisschen was anders machen. Aber, und das ist dann immer die Frage, was ist der richtige Weg? Ich weiß das auch nicht genau. Wir haben hier noch den T6.1. Der eine wird sagen, super, noch ein echter originaler VW. Also noch bekommen wir dort den VW, wie ihr ihn kennt. Der wird auch bis Ende des Jahres ungefähr so weitergebaut. Der Nachfolger ist ja dann quasi das Basisfahrzeug, was wir unter dem New Kelsey haben, der links daneben steht. Da gehen ja Ford und VW den Weg der Kooperation in Zukunft. Und da muss man ganz klar sagen, ihr seid an dem Scheidepunkt und ihr dürft für euch entscheiden, was der richtige Weg ist. Da so ein bisschen verschämt in der Ecke haben wir noch einen Sven Hedin stehen. Das ist auch ein Auto, vielleicht davon kann ich euch dazu morgen ein bisschen mehr erzählen. Also gleich in dem Video, wenn das morgen nach unserer Präsentation gewesen ist. Der Sven Hedin wird sich erstmal nicht großartig ändern, aber auch beim MAN steht ja ein Facelift von innen im Raum, nicht im Raum, sondern ist schon präsentiert. Das wird neu kommen und im Rahmen dieses Facelift wird sich natürlich auch am Sven Hedin was tun. Wer unserem Kanal folgt, wer Westfalia folgt, kann da schon die ein oder andere Idee haben, aber da machen wir morgen für euch nochmal so ein, wie sagt man so schön neudeutsch, Roundup hinten dran. Das Ganze, wir kommt mal kurz mit, wenn die Tür noch auf ist. Wir sind ja heute hier alleine. Es ist zwar eine alte Burg, aber ich finde, man darf sich das einfach noch mal mitnehmen, wie viel, wir waren noch nicht richtig drin, aber wenn man sich das anguckt, die haben die Handläufe aus vollem Marmor in die Wand gehauen. Und zwar nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und das ist einfach hier einfach ein altehrwürdiges Gebäude. Da wird morgen unsere Präsentation drin sein. Insgesamt ist das einfach immer wieder so eine ganz erhabene Atmosphäre, finde ich, in den Burgen. Und ich finde es Wahnsinn, was die Leute handwerklich gemacht haben. Guck mal, wir können hier noch mal einen weiter rumgehen. Da sieht man das noch ein bisschen mehr. Wie schön das Ganze hier ist. Und allein, wenn du einmal an die Decke filmst, mit wie viel Aufwand und wie lange das alles gedauert haben muss, das zu machen, im Verhältnis zu dem, was wir jetzt heute bauen, ist das natürlich eine total spannende Variante. Da oben werden wir morgen wahrscheinlich verköstigt. Ich bin gespannt, wie der Tag morgen läuft. Wir filmen jetzt noch ein letztes Video für euch und dann werden wir heute Abend ein bisschen socialisen mit den Kollegen, vielleicht das ein oder andere Bierchen uns genehmigen. Und dann geht es morgen mit viel Input hier für euch weiter.
Wir haben hier auf der Tagung glücklicherweise auch die Chance, uns das ein oder andere Zubehörteil anzugucken. Und ich will euch ein, zwei spannende Sachen noch mal kurz dazwischen zeigen. Westfalia hat ja quasi als Multimedia-Partner die Firma Ten Haft. Das wäre auch das, wo wir im Nachgang die SAT-Anlagen und sowas mit aufbauen. Und Ten Haft hat im neuen Jahr eine Internetantenne Oyster EasyNet, die wir ab Werk jetzt auch mitbestellen können. Und die gibt es quasi in 3 Paketen. Die gibt es für alle Autos, die kein Aufstelldach drauf haben, verfügbar. In der Basisvariante habt ihr quasi eine externe Antenne oben mit einem kleinen Router mit dabei. Der hat 2 SIM-Karten-Steckplätze, kann offenes WLAN fangen und all solche Sachen machen. Aber da sollten wir noch mal im Detail auf die Technik eingehen. Ich habe mich mit Herrn Ten Haft gerade schon verabredet, dass der mal zu uns in Betrieb kommt und dann machen wir mal wirklich eine kleine Produktschulung mit euch. Aber das ist auf jeden Fall die Basisvariante. Dann gibt es ein Ding, was sich Multimedia Plus nennt. Da habt ihr die Internetantenne mit dem Router und zusätzlichen Smart TV mit dabei. Das heißt, wir können quasi Fernsehen über Streaming machen. Und dann heißt das Ganze in der größten Variante Premium. Und dann haben wir quasi Internetantenne, Smart TV und eine SAT-Antenne oben mit drauf. Das im gesamten Paket. Dann wird es auch schon wieder relativ teuer mit knapp 4.000 €. Ist dann aber auch das rundum Sorglos-Paket mit dabei. Ich habe gedacht, wo das hier so schön aufgebaut ist. Wir haben die SAT-Anlage ja bei uns auch ganz oft drauf, aber wir sehen die ja immer quasi nur so von außen. Aber ich finde es relativ spannend zu sagen, wie die von innen aufgebaut ist. Ich habe mir das gerade noch mal kurz für euch erklären lassen und versuche das mal in meinen eigenen Worten kurz zusammenzufassen. Die Grundidee, die hier steht, eine normale SAT-Antenne, ist ein Parabolschüssel, wo ihr das LMB, den Empfänger habt, der quasi drauf gespiegelt wird. Das heißt, alles geht in die Schüssel und dann geht das Fernsehsignal in das LMB und wird von da verarbeitet. Das, was hier passiert ist, dass wir hier etwas über 1000 kleine Antennen drin haben, so und so viel horizontal und so viel vertikal. Die sammeln das Ganze, das gesamte SAT-Signal, führen das zusammen. Und dann ist hier oben quasi so ein Metallkern. Und komm mal mit auf die Rückseite, bitte. Und dann habt ihr hier auf der Rückseite das, was bei den Rundschüsseln vorne dran hängt, ist hier das LMB, was hinten dran hängt. Und dieser Kern, der vorne ist, führt quasi das Fernsehsignal zentriert da drauf. Ich glaube, sinngemäß kann man das zusammengefasst sagen, was eben dazu führt, dass das eine super flache, schöne SAT-Antenne drauf ist. Und dann noch ein kleines zweites Learning, damit wir hier alle was davon haben. Falls ihr solche SAT-Antennen auf dem Dach habt, ihr habt hier auf der Rückseite eine kleine Skala mit drauf. Und ich kann den lösen und dann kann man das Ganze drehen. Das führt dazu, dass wenn ihr in die Randregion Europas fahrt, ihr diesen Horizontal-Vertikal-Spiegel drehen könnt, weil ja quasi die Erde als Kugel, was zumindest die meisten von uns glauben, ja eine Krümmung hat und damit einfach der Winkel zum Satelliten sich ändert. Und damit kann man den Empfang in den Randregionen nochmal deutlich verbessern. Steht auch in den Bedienungsanleitungen genau drin, wo ihr was machen müsst. Aber insgesamt fand ich das halt total spannend und wollte euch das zumindest mal mit auf den Weg gegeben haben. Aber zu den SAT-Anlagen und Internetgeschichten machen wir sicherlich noch mal ein ganz ausführliches Video. Vielleicht schreibt ihr einfach in die Kommentare, was euch interessiert. Dann versuche ich da ein bisschen was drauf vorzubereiten. Wir gucken mal rum, was hier sonst noch so zu sehen gibt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 1,5 intensive Tage sind quasi rum und ich habe gedacht, wir machen es uns hier noch mal ein bisschen gemütlich. Ihr kriegt noch mal einen Hauch von der Atmosphäre mit. Das ist wirklich nett hier. Wir haben relativ viel für euch gefilmt, vor allem die kleineren Fahrzeuge, wo vieles neu kommt. Wir haben ein paar super spannende Sachen gesehen. Vieles davon können wir euch zeigen und erzählen. Das Wichtigste leider noch nicht.
Da ist nämlich der Deckel der Verschwiegenheit über ein Fahrzeug. Das werden wir euch, beziehungsweise wird Westfalia erst auf dem Caravansalon in Düsseldorf offiziell vorstellen. Ich denke, Anfang August wird es bestimmt irgendwie die erste Pressemitteilung oder sowas geben. Der wird aber in Düsseldorf auf jeden Fall stehen. Und das ist auf jeden Fall ein super attraktives, schönes Auto. Und da kann ich euch einfach nur sagen, für diejenigen, die vielleicht gerne mal abseits der Wege unterwegs sein wollen, für diejenigen, die bestimmte Basisfahrzeuge gerne haben wollen, könnte das eine super spannende Variante sein. Und mehr kann, darf und will ich an dieser Stelle leider nicht sagen. Ich fasse trotzdem einfach mal grob zusammen, was da ist. So eine Händlertagung ist für uns immer total schwierig, weil eigentlich ist alles gleich wie im letzten Jahr und am Ende sind doch ganz, ganz viele kleine Details neu mit da. Wir haben zum Beispiel ja Autos, wenn wir die Aufstelldach-Varianten nehmen, also quasi Kepler, Jules Verne, Kelsey und alles, was dazugehört, da ändert sich wahnsinnig viel in der Zukunft, weil zum einen der Vito Tourer einen Facelift bekommt. Da blenden wir euch jetzt einfach mal über das, was ich hier erzähle, so 2, 3 kleine Schwenks aus dem letzten Video mit ein, was wir gestern schon für euch gefilmt haben. Also der Vito Tourer, der das Basisfahrzeug vom Jules Verne ist, kommt komplett neu. Das heißt, unser Modelljahr 25, da wird sich schon viel ändern. Der Jules Verne an sich bleibt eigentlich gleich. Deswegen ist die Frage für jemanden, der sich dafür interessiert, eben super interessant. Für andere Leute erstmal eigentlich genau das gleiche Auto, was ihr vorher schon kennt. In dieser Kepler Jules Verne-Reihe ist es so, dass bis zum Ende dieses Jahres noch die letzten VW-Busse gebaut werden, also Kepler One und Kepler 6. Solltet ihr also in der Situation sein zu sagen, das ist mein Traumauto, das wollte ich schon immer haben und ich will auf jeden Fall noch den echten VW-Bus, dann ist jetzt der Zeitpunkt, die Entscheidung für euch zu fällen. Noch haben wir auf das ein oder andere Fahrzeug Zugriff. Bis Ende des Jahres wird Westfalia da die Fahrzeuge bauen. Dann ist aber das Thema VW-Bus auf jeden Fall komplett erledigt. Noch gibt es ein paar Allradfahrzeuge, unterschiedliche Motorisierung. Wenn Interesse ist, kommt einfach gern auf uns zu. Als größte Neuerung, das haben wir zwar in unserem Video von der CMT aus dem Frühjahr, was wir euch hier oben in der Ecke noch mal verlinken, schon mit dabei gehabt, denke ich, ist der Club Joker Urban oder Urban die Lösung, die da am ehesten zur Debatte steht. Das ist wirklich ein ganz neues Modell. Da werden wir hoffentlich dann auch irgendwann die ersten Fahrzeuge mit auf den Hof bekommen. Das haben wir gestern auch super ausführlich gefilmt. Das ist wirklich ein kompaktes, tolles Auto und ich glaube, dass der im Pkw-Segment ganz vieles macht. Da diskutieren wir innerhalb der Händlerschaft so ein bisschen kontrovers über die Fahrzeughöhe, weil er leider knapp über 2 Meter hoch ist. Aber auch dafür haben wir natürlich schon uns eine Lösung überlegt. Für denjenigen, für den das Auto interessant ist, kommt auch da einfach gerne auf mich zu. Das heißt, diese Aufstelldachautos, die etwas kompakteren, im Westfalia Sprachgebrauch heißen die dann Vans, passiert super viel zum kommenden Jahr. Beim Columbus, was ja so ein bisschen unsere Reihe der wichtigsten Fahrzeuge ist, die wir bei Westfalia haben, passiert, das ist ähnlich wie beim Jules Verne, eigentlich nichts und doch ganz, ganz viel. Wir haben ja mit dem Fiat, der im Sommer oder der jetzt das Facelift bekommen wir ein komplett neu gestaltetes Basisfahrzeug. Komplett neu heißt aber eigentlich auch nur, dass die Ausstattung neu zusammengepackt sind, es 2, 3 Optionen dazu gibt und die Frontschnauze und die Rückscheinwerfer sich ändern. Der Columbus an sich bleibt genau der gleiche. Deswegen haben wir uns hier zum Beispiel auch entschieden, die Fahrzeuge nicht zu filmen, weil wir die Basisfahrzeuge schon kennen und den Grundriss auch schon kennen. Es gibt gleichbleibend die Modelle Columbus 540, 600E, 600D und 640E, also 4 Grundrisse, die wir euch schon gezeigt haben. Da verlinken wir euch einfach unten in dieser Videobeschreibung die Videos vom letzten Jahr. Genauso werden die Autos kommen und dann denke ich hoffentlich auch ab Sommer irgendwann die ersten neuen Ducatos bei uns auf dem Hof stehen. Ein bisschen spannender wird es beim Sven Hedin. Das ist ja quasi das Schwester- oder Brudermodell zum Columbus 600D, nur auf dem MAN TGE, weil der MAN als neues Basisfahrzeug, und der heißt glaube ich MAN Next Level, ob das wirklich ein ganz neues Next Level ist, darf dann jeder für sich selber entscheiden. Der wird aber auf jeden Fall von innen komplett überarbeitet werden und in die Columbus-Welt überführt werden. Das heißt auch auf den neuen Möbelbau, auf viele neue Details umgestellt werden.
kriegt ein bisschen neu gezeichnete Leuchten und kriegt vor allem ein neu gestaltetes Cockpit, was schick wird. Da haben wir ein kleines Video gesehen. Da versuchen wir nochmal das MAN-Präsentationsvideo zu bekommen. Das können wir dann vielleicht in so einem kleinen separaten Shorts-Video euch nochmal zur Verfügung stellen, dass ihr da vielleicht auch ein paar schönere Eindrücke von bekommt. Aber den Sven Hedin wird es weiterhin geben, weiterhin als Editionsmodell. Das heißt quasi keine auswählbare Ausstattung, sondern ein, das kann ich euch so schon mal sagen, mehr oder weniger komplett ausgestattetes Paket. In Zukunft wird er zusätzlich Alufelgen und sowas mit dabei haben. Ein bisschen mehr Kleinkram drumherum, wird auch minimal teurer, wird in Zukunft 95.000 Euro kosten statt 92.000 und ein bisschen. Dafür sind aber auch ein paar Sachen mehr mit drin. Und es gibt 3 Farben in Zukunft zur Auswahl: Eisblau, Indiumgrau und Lichtgrau. Ansonsten sind das aber, bleibt der Sven Hedin so, wie ihr ihn kennt. Was haben wir noch mit dabei? Jetzt muss ich einmal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, das ist alles irrelevant. Beim Columbus vielleicht noch eine Sache mit dazu. Ich hoffe, dass das auch jetzt kurzfristig im Konfigurator bei Westfalia auf der Seite online gestellt wird. Die größte, also preislich bleibt der nahezu gleich. Ich glaube, wir reden über grob 300 Euro Preiserhöhung. Die größte Neuerung, die wir bei dem Columbus haben, ist eine neu gestaltete Preisliste. Da muss ich sagen, Daumen hoch. Mein Flehen wurde erhört. Wer in dem letzten halben Jahr versucht hat, sich einen Columbus zu konfigurieren, wird schier an der Vielfalt der Preisliste verzweifelt sein. Die ist neu gestaltet, die ist jetzt echt überschaubar, weil die Fiat-Ausstattungsdinge in Paketen verpackt worden sind und so alles gut ist. Also im Prinzip gibt es in jeder Baureihe Dinge, die neu... Und dann das Allerwichtigste eben, das eine neue Auto, was wir jetzt hier gesehen haben, was richtig gut wird, was ihr aber erst kurz vor Düsseldorf zu sehen bekommt. Unterm Strich muss man sagen, für mich sind solche Events halt super wichtig, mich mit den Kollegen auszutauschen, einfach zu gucken, wie erleben andere, gerade in so bewegten Zeiten. Ihr erlebt das ja, wir nehmen da ja auch kein Blatt vom und ihr erlebt das ja bei uns auf dem Kanal. Da ist viel in Bewegung, da wird es für bestimmte Volumenhersteller im Sommer bestimmt ein bisschen schwieriger werden als für andere. Und da tauscht man sich natürlich total gerne mit den Kollegen aus und hört sich an, was die so zu sagen haben. Und dann fährt man voller Tatendrang nach Hause und wird ab morgen vom Alltagsgeschäft wieder eingesammelt. Aber es ist auch immer, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist, natürlich auch eine Form von Kurzurlaub, die wir machen. Autofahren, ein bisschen durch die Gegend gucken, lecker essen, lecker trinken, viel mit netten Kollegen und den Kollegen aus den Werken. Und hier bei Westfalia schickerweise sogar von Super B, dem Batteriehersteller, von Ten Haft, was ihr vorhin im Video gesehen habt. So viele Kleinigkeiten, dass man einfach sagt, es gibt echt vieles, was gut ist. Also dass sich die Fahrten für uns immer wieder lohnen, so kraftraubend sie auch sind. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Gespannt sein könnt ihr für die kommenden Wochen auf die Videos zum Jules Verne, zum New Kelsey und zum Club Joker Urban, die wir super ausführlich gefilmt haben. Und dann werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen euch up-to-date halten mit dem, was passiert, weil ja Westfalia quasi nur der Anfang unserer Händlertagungstour ist und das jetzt einfach so weitergeht. Als nächstes, glaube ich, steht La Strada auf dem Zettel. Das ist Ende Mai. Ich glaube, Ende Mai sind wir bei La Strada oder Anfang Juni. Werdet ihr hier auf dem Kanal mitbekommen. Bitte? Also wirklich 28. Mai, das heißt irgendwann Anfang Juni werdet ihr da die Updates haben. Und auch da kann ich euch heute schon sagen, gibt es das ein oder andere Spannende, was dazukommen wird. Und den Abschluss für uns macht dann immer Pössl, die traditionell ganz, ganz spät hinten, quasi schon in unseren Sommerferien erst die Tagung machen. Bis dahin werden wir euch mit ganz vielen Videos versorgen zu Autos, die auf dem Hof sind, zu Umbauten, die da sind. Ich weiß, dass wir da noch in der Bringschuld von dem einen oder anderen Ding sind, zum Beispiel von unserem Turbin Vario. Da hat gerade neulich wieder jemand unter dem Video kommentiert, wo bleibt denn die Fortsetzung? Das Auto ist nun endlich wieder startklar. Was da passiert ist, erzähle ich euch dann im Video zum Turbin Vario. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall, wie meine Eltern früher mal gesagt haben, wir werden jetzt die Pferde satteln. Also quasi uns in unser Auto setzen, anschnallen und dann geht es ungefähr 5 Stunden nach Hause. Und dann werden wir ab morgen wieder voller Tatendrang in unseren normalen Togo-Alltag starten. Ja, genießt einen letzten Blick auf die Burg Ohrdruf. Das heißt Ohrdruf, habe ich inzwischen gelernt. Ich könnte hier sitzen bleiben, noch ein kühles Getränk trinken. Aber ich setze mich jetzt ins Auto und hoffe, dass der Verkehr nicht ganz so schlimm wird. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich auf euch im nächsten Video. Erstmal schöne Grüße hier aus der Nähe von Gotha und bis bald.